Spiritual Care ist der Einbezug der spirituellen Dimension in die Gesundheitsversorgung. In unserer Forschung versuchen wir Bedürfnisse von Patientinnen zu erfragen hinsichtlich von Spiritualität. Und die Praxis würde heißen, wie kann ich diese Bedürfnisse einbeziehen in eine Therapieplanung. Ja, es ist besonders wichtig bei so kritischen Übergängen. Also wenn jemand nach einem Unfall erfährt, ich bin querschnittgelähmt, oder wenn ich erfahre, es gibt keine kurativen Therapien mehr für meine Krebserkrankung, dann geht es auch darum, was trägt mich jetzt in dieser Situation, was sind meine Ressourcen, und das ist vielleicht meine Familie, aber vielleicht sind es auch meine spirituellen Überzeugungen und Praktiken. Der Eindruck, dass unsere Gesellschaft säkular ist mindestens zu einem Teil ein Mythos. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat irgendeinen Bezug zu Spiritualität. Die Idee ist, dass Pflegefachpersonen, wenn sie mit Patienten über ihre Ressourcen sprechen, auch diesen Bereich abdecken, und Ärzte genauso. Und diese Idee muss noch verbreitet werden. Das römische Recht ist vorrangig durch die Florentiner überliefert. Wir wollen eine neue Quellengattung für das römische Recht fruchtbar machen, und das sind Inschriften. In diesem Projekt analysieren wir Testamentsauszüge in Inschriften, um die Quellenbasis für das römische Testamentsrecht zu erweitern. Wir können das jedoch nur machen, indem wir interdisziplinär arbeiten. Wir haben das römische Recht, vereint mit der Archäologie, mit der Philologie und der Epigraphik. Wir arbeiten eng zusammen mit Anne Kolb aus der Alten Geschichte und der EDCS, der Epigraphischen Datenbank Klaus Slaby, die hier in Zürich beheimatet ist und unser Hauptarbeitsinstrument bildet. Besonders faszinierend ist, dass die Abschriften der Testamente genau die Vorgaben des römischen Rechts beachten. Auch der Kontext der Inschriften ist spannend. Wir haben einerseits Grabinschriften, andererseits Ehreninschriften erhalten, gerade auch von Frauen. Frauen mussten vorsorgen in Rom. Das römische Erbrecht war für sie extrem nachteilig, und das sieht man auch in den Inschriften. Wir haben schon so viel herausgefunden. Und trotzdem gibt es noch so viele Inschriften, die auf uns warten. Es bleibt also spannend. Ein funktionierendes Justizsystem ist essentiell für eine gerechte Gesellschaft. Doch viele Maßnahmen basieren eher auf Intuition oder Ideologien. Ich und mein Team, wir wollen eine solide wissenschaftliche Grundlage schaffen für politische Entscheidungen. Die meisten Menschen haben ein verzerrtes Bild von Gefängnissen, das primär aus Filmen oder aus den Medien stammt. Zugleich haben die Anzahl Gefangenen in vielen Ländern stark zugenommen, und ein entscheidender Treiber dieser Entwicklung ist auch die öffentliche Meinung zum Justizsystem. Deshalb möchten wir untersuchen, wie direkte persönliche Inhaftierungserfahrung sich auf die öffentliche Meinung bezüglich des Justizsystems auswirkt. Für die Eröffnung des Gefängnisses Zürich West suchte Justiz- und Wiedereingliederung Zürich nach Freiwilligen, die sich für bis zu 48 Stunden unter realistischen Bedingungen inhaftieren lassen wollen. Wir konnten dann per Los die begrenzten Plätze verteilen. Ein Glücksfall für die Wissenschaft, weil wir damit zum ersten Mal eigentlich die Effekte der Inhaftierungserfahrungen in einem kontrollierten Experiment untersuchen konnten. Mein Name ist Philipp Hohmann, ich bin Professor für klinische Forschung in der Psychiatrie
und Chefarzt Erwachsenenpsychiatrie. Mein Team und ich, wir beforschen die Schnittstelle zwischen Gehirn, Sprache und mentaler Gesundheit. Uns interessiert, wie sich die psychischen Erkrankungen einerseits im Gehirn und andererseits in der Sprache zeigen. Und wir versuchen damit sehr früh zu erkennen, wenn die Krankheit entsteht oder wenn sie wieder auftritt. Den Zusammenhang zwischen Gehirn und Sprache versuchen wir mittels künstlicher Intelligenz sichtbar zu machen. Wir fragen gewissermaßen, wie viel von der menschlichen Intelligenz können wir durch künstliche Intelligenz erklären. Und diese sogenannten Large Language Models, die LLMs, die helfen uns dabei. Im Imaging Center im Balkes Campus machen wir hochauflösende Bilder unserer Probandinnen in einem sogenannten 7 Tesla fMRI. Das Modell bekommt denselben Text zu hören wie die Probandin im Scanner. Und dann fragen wir, inwieweit das, was das Modell versteht, vorhersagen kann, was das Gehirn versteht. Unsere Hypothese ist, dass die Sprache bei psychischen Erkrankungen mit subtilen Veränderungen einhergeht. Diese Veränderungen in der Sprache und im Gehirn wollen wir sichtbar machen und für die Früherkennung verwendbar, sodass wir unseren Patientinnen und Patienten noch schneller helfen können. Ich bin Francesca Del Chicca, Oberärztin bildgebende Diagnostik am Universitären Tierspital Zürich. Normalerweise werden in einem Computertomographen Haustiere untersucht. Doch in diesem Forschungsprojekt beschäftigen wir uns mit Smilodons, Säbelzahntiger, die vor 12.000 Jahren ausgestorben sind. Unsere Studie soll aufzeigen, wie häufig Skelettpathologien bei Säbelzahntiger auftraten. Hierzu wurden erhaltene Wirbelsäuleknochen aus einer Fundstelle in Kalifornien mittels CT-Scan untersucht. In der Radiologie am Tierspital kennen wir uns mit Befunden und Knochenmissbildungen von heutigen Tieren sehr gut aus. Dies hilft, die Anomalien der Säbelzahntigerknochen einzuordnen. An dem Wirbel stellten wir Veränderungen und Wucherungen fest, die Knochenschäden von Haustieren ähneln. So liefern wir Radiologinnen und Radiologen der Veterinärmedizin spannende Befunde für die Paläontologie. Zusammen mit den Paläontologen müssen wir zukünftig klären, ob Faktoren wie Inzucht oder Umweltbelastung zu den häufigen Fehlbildungen bei den Eiszeit-Großkatzen führten. Im Zentrum meiner aktuellen Forschung steht ein absolut überraschendes Phänomen, und zwar das Phänomen BookTok. Das heißt, dass vor allem junge Frauen Bücher lesen, die schon totgesagt waren, und zwar physische, schön gestaltete Bücher, und diese Bücher in Videos auf TikTok auseinandernehmen, diskutieren und feiern. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen, und zwar Belladonna und Foxglove, und diese Farbschnitte. Oh, ich finde, die sind so schön und die passen so unendlich gut zu diesen Büchern. Was mich daran interessiert, ist die Verbindung zwischen Analogem und Digitalem, und ich versuche damit auch zu verstehen, wie aktuelle Medienkulturen funktionieren. Dafür untersuche ich die Romane selbst, ich analysiere die Videos und ich führe Interviews mit den BookTokerinnen. So kennen wir die Antike aus dem Museum. Aber sie war natürlich nicht so still und leblos, sondern eine äußerst lebendige und bunte Welt. Mit der KI öffnen wir das Tor zum alten Rom und sehen die damalige Zeit mit ganz neuen Augen. Bei unserem Projekt Re-Experiencing History erstellen alte Geschichte und Computerlinguistik mit Hilfe modernster KI Bilder und Filme aus dem römischen Alltag. In der Forschung werden wir so Situationen modellieren, um ganz neue Forschungsfragen zu generieren. Cäsar mag Geschichte geschrieben haben. Wir erwecken sie zum Leben. Unser Modul
Culture Communication verbindet Theorie mit Praxis. Dieses Mal haben wir uns mit Molière auseinandergesetzt. Danach habe ich ausgehend von den Komödien Molières ein neues Theaterstück verfasst. Das Stück wurde von den Studierenden uraufgeführt. Das Wissen wurde so verkörperlicht und mit dem Publikum geteilt. Es war ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten. Und deshalb sind wir schon an einem neuen Theaterprojekt und dieses Mal schreiben die Studierenden das Stück gleich selber. On vous attend donc au théâtre? Unser Ziel, unsere Idee ist das Wachstum und den Ertrag von Pflanzen während langer Missionen im All zu steigern. Als Mikrobiologen und Molekularbiologen untersuchen wir die Symbiose zwischen bestimmten Bakterien und die Hülsenfrüchte. Diese Bakterien besitzen die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu nehmen und in eine für die Pflanze verwendbare Form umzuwandeln. So können Hülsenfrüchte wie die Sojabohne in stickstoffarmen Böden gedeihen, ohne chemische Düngemittel. Uns interessiert, ob diese Symbiose auch unter weltraumähnlichen Bedingungen funktioniert. In order to simulate microgravity in laboratory conditions, we use a random positioning machine. Actually, the machine constantly rotates and therefore emulates a zero-gravity microenvironment for organisms. Pflanzen liefern frische Nahrung und produzieren Sauerstoff. Sie sind für das psychische Wohlbefinden der Astronauten wichtig und helfen bei der Reinigung und Aufbereitung von Wasser.